Lieber Mick, es ist mir eine ganz große Freude, ein ganz großes Vergnügen, mit dir heute zu sprechen. Die Location gibt ja schon einen deutlichen Hinweis auf deine Person und dich muss man ja eigentlich auch gar nicht vorstellen. Ich tue es der Form halber trotzdem. Du bist Finanzjournalist, Moderator, Sprecher, Markenbotschafter und über jeden dieser Jobs könnte man eigentlich stundenlang sprechen. Du bist auch Börsenkorrespondent und berichtest hier täglich live aus dem Frankfurter Handelssaal, unter anderem für das Deutsche Anlegerfernsehen und für N24. Was sind denn die 3 wichtigsten Herausforderungen bei der Ausübung dieses Jobs, insbesondere bei der Vorbereitung, gerade ob der Schnelligkeit und Komplexität dieses Geschäftes? Gerade das Wort Komplexität, das zeichnet ja die Börse aus. Und mein Auftrag ist es eigentlich de facto, schwierige Sachverhalte so einfach, so verständlich wie möglich zu machen. Wie man es mir damals beigebracht hat, erklär es mir wie einem 5-Jährigen, habe ich es dann verstanden. Ja, ist es gut, wenn nicht, machst du es nochmal. Und gerade dieses große Thema Börse, das ist natürlich für viele, die sagen, nein, das ist mir zu schwierig und das verstehe ich alles nicht. Und das ist zuerst mal mein Auftrag. Zum Zweiten natürlich die Zusammenhänge auch zu erklären. Was ist momentan am DAX los? Wieso ist da was los? Wir haben momentan politische Börsen und das nicht erst seit gestern, vorgestern. Wir haben viele Krisen in der Welt. Wir haben die EZB, wir haben die Euro-Union, wir haben Nullzinsen, wir haben Donald Trump. Das alles spiegelt sich ja letztlich auf den Markt nieder. Und wir haben zum Dritten, und das darf man ja nicht vergessen, auch Unternehmen innerhalb des Marktes, die Nachrichten bringen, die Zahlen bringen. Und das alles zu erklären, das ist letztlich mein Auftrag. Keep it short and simple. Wenn man über die Börse spricht, spricht man eigentlich automatisch auch über den Börsenaltmeister André Kostolany. Eins, was ich besonders erwähnenswert finde, ist die 4G-Formel. Ich zitiere mal: Für den Erfolg an der Börse braucht es die 4G. Geld, Gedanken, Geduld und Glück. Stimmst du dem zu und denkst du, man kann diese Formel auch an eine Führungskraft eines Industrieunternehmens, sagen wir mal, anlegen? Wenn du Geld, das erste G, ersetzt mit Kapital, nämlich das Kapital von Skills und Kompetenzen, würde das noch griffiger machen? Absolut in dem Fall, muss man sagen, gerade wenn man es auf Menschen bezieht. Der Altmeister hat natürlich recht gehabt, obwohl ich das letzte G halt eben dann doch halt eben so ein bisschen das Glück ein bisschen rausnehme und dafür ganz gern das Wort Strategie setzen würde. Die braucht man heute mehr denn je, aber die braucht natürlich auch die Führungskraft, gar keine Frage. Und deren Kapital ist natürlich letztlich nicht nur das Know-how, sondern auch die Erfahrung innerhalb des Marktes. Und die brauchen natürlich die Börsianer auch. Viele vergleichen immer die Börse mit einem Glücksspiel, mit einer Lotterie. Nein, das ist sie nicht. Man muss schon Gedanken mitbringen, Strategien haben. Man muss dementsprechend sich nach vorne fokussieren und das dauert seine Zeit. Wie gesagt, innerhalb von einer Woche reich an der Börse. Das sind Träume. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes Fake News. Das gibt es nicht. Genau, Lotterie, da gibt es mir schon einen Stichpunkt für die nächste Börsenweisheit. Zitiere ich wieder: Wer mit Aktien Geld verdienen möchte, macht dies nicht mit Kopf oder Bauch, sondern mit dem Hintern, indem man möglichst lange darauf sitzen bleibt. Und du selber sagst ja genau, Aktien sind keine Lotterie und Langfristanleger brauchen kein Timing. Das ist ja in der Unternehmenswelt sehr, sehr ähnlich. Da geht es ja auch eigentlich um langfristige Strategien, nachhaltige Strategien. Wie geht man aber mit der Nervosität um, wenn man auf dem Weg dorthin ins Stolpern gerät? Gibt es da möglicherweise auch einen Unterschied zwischen Familienunternehmen und vielen MDAX-Werten im Gegensatz zu DAX-Werten? Absolut. Ich muss sagen, ich persönlich liebe ja MDAX-Werte. Ich bin ein großer deutscher Patriot, bin aber auch dazu noch spitz in der Gruppe und sagen, die von den Familien seit langen Jahren und in Tradition geführt werden, sind häufig wesentlich stabiler, gehen natürlich wesentlich sorgsamer auch mit dem Unternehmen, der Unternehmenskultur, mit dem Begriff sozial auch als mancher Fremdmanager, der einfach kommt, seine Millionen kriegt und dann Erfolg oder nicht Erfolg hat. Auf der anderen Seite vollkommen richtig, ich forciere die Langfristanlage. Das heißt 5 bis 7 Jahre mindestens den Horizont zu haben. Dann bin ich auch nicht unruhig. Und wenn ich auf große Werte setze, DAX, MDAX oder ein paar große amerikanische, ja, die werden morgen nicht pleite gehen, die werden nicht Insolvenz sein. Das heißt, ich brauche auch keine unruhigen Hände, keine zittrigen Hände. Und selbst wenn der Markt mal runtersäuft, wie wir es ja gehabt haben im Jahr 2008, lagen wir bei 4.000 Punkten. Jetzt liegen wir knapp 10 Jahre später bei 13.000 Punkten. Das heißt doch, wir haben doch Dynamik und die deutschen Unternehmen verdienen doch Geld. Das sehen wir doch immer wieder. Ja, natürlich. Es gibt ein ganz interessantes Buch von Lahnthaler und Zugmann, die den Wert von High Potentials mit einem Ich-Aktienindex belegt haben. Besteht aus 3 Komponenten. Einerseits der Wissensbasis, sprich die fachliche Ausbildung und das unternehmerische Wissen.
Zweitens die emotionale Intelligenz, also Netzwerkfähigkeit, Flexibilität und Führungsstärke. Und drittens Innovationskraft, also Risikobereitschaft und Kreativität. Ist das für dich eine nachvollziehbare und sinnvolle Systematik? Absolut, muss ich sagen. Das ist das, was natürlich heutzutage den Unternehmer, den Manager natürlich irgendwo schon auszeichnet. Also das muss er schon irgendwo mitbringen, um halt eben Nachhaltigkeit auch ins Unternehmen hineinzubringen. Denn nur so bekommt er seine Mannschaft natürlich klar geführt und somit bekommt er nur sein Schiff halt eben weiter auf den Ozean gesteuert. Absolut. Jetzt interviewst du als Börsenkorrespondent Vorstände aus unterschiedlichsten Branchen, klassischerweise Vorstände, die jetzt nicht oft vor der Kamera stehen, also eine ungewohnte Situation. Solche Persönlichkeiten müssen ja auch zuweilen schlechte Nachrichten oder schwierige Nachrichten in die Unternehmen reintragen, sei es strukturelle Veränderungen, strategische Neuausrichtungen mit möglicherweise Implikationen, die nicht so toll sind für die Belegschaft. Was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren für einen motivierenden und überzeugenden Auftritt in einer solchen Situation? Ich denke, das liegt ganz klar an diesen 3 Punkten. Offenheit, Transparenz, Kommunikationsbereitschaft führt natürlich damit rein, aber auch eigene Authentizität. Ich muss schauen, wenn ich Menschen entlasse, kann ich auf der anderen Seite dem Vorstand nicht unbedingt im gleichen Jahr noch 1/3 mehr an Vorstandsgehältern bieten. Das geht halt eben nicht, solche Sachen. Wenn gespart werden muss, dann auch bitte alle in solchen Bereichen. Und ich muss es offen kommunizieren. Deswegen habe ich ja meine PR-Stellen oder mein Marketing, aber die muss ich dann auch mit einbinden. Und das wird häufig vielfach vergessen. Da wird dann gemauert, da wird sich dann versteckt. Und vor allen Dingen, wenn es um unangenehme Nachrichten, um die Hiobsbotschaften geht, dann taucht der Vorstand auf einmal ab und es werden andere an die Front geschoben. Tut mir leid, also da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Denn in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Aktiengesellschaft bin, haben wir ja den sogenannten Börsengang. Die Amerikaner sagen das sehr schön, das sogenannte Going Public. Ich gehe hinaus. Dann habe ich auch draußen den Menschen, die mir Geld gegeben haben, den Aktionären, eine Verantwortung gegenüber in guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt ist die Stimme vielleicht auch ein Puzzlestein, ein Detail zu einem überzeugenden Auftritt. Olli Welke von der ZDF-Heute-Show bezeichnete dich mal als die geilste Stimme im deutschen Fernsehen. Ich glaube, das hört man auch, ohne Zweifel. Wie wichtig, denkst du, ist denn die Stimme, gerade bei solchen Auftritten? Und kann man das trainieren? Nicht so sehr die Stimme, dich kann man nicht imitieren, in keinster Weise, weder stimmlich noch sonst wie. Aber im Sinne von Intonation, Ausdruck, kann man das trainieren? Absolut, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, desto mehr ich mir selber sicher bin, dann merke ich auch, dass meine Stimme nicht wackelt, nicht überhastet, nicht überschlägt, wie wir sagen. Ja? Wenn ich meinen Vortrag kenne, wenn ich authentisch bin, wenn ich zu den Aktionären auf der Hauptversammlung spreche, was ich ja tun muss als Vorstand oder vor meinen Mitarbeitern, dann muss ich klar fokussiert sein. Und das kann man üben. Und wenn man es alleine nicht kann, dann holt man sich einen Coach, dann holt man sich Bevermann wegen einer Akademie. Aber man lässt sich halt eben selbst sein Selbstbewusstsein ein bisschen festigen. Absolut, ja. Jetzt bewegen wir ja beide Menschen, genau in den Aspekten, die wir besprochen haben und darüber hinaus. Das tun wir entweder in kleinen Workshops mit 10 Leuten, wir tun es bei größeren Gruppen, Veranstaltungen, vielleicht 100 Leute oder bei Town Hall Meetings, Annual Sales Conferences, vielleicht mit 1000 Leuten oder noch mehr. Gibt es da Unterschiede in der Art und Weise, wie man mit den Leuten umgeht und wie man die, sagen wir mal, die Präsentation, Moderation und das Arbeiten mit den Leuten macht? Ja gut, wenn ich 1000 Menschen habe, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Wirkungskreis. Da muss ich eventuell etwas mehr interagieren, um die tatsächlich auch alle abzuholen. Wenn ich nur einen habe, dann habe ich die direkte Kommunikation. Aber letztlich, wenn ich authentisch bin, wenn mein Vortrag passt, wenn ich gefestigt bin, dann macht es keinen großen Unterschied, ob da einer oder 1000 sitzen. Die 1000 merken natürlich 1000-fach schneller, wenn ich unsicher bin. Vielleicht der Einzelne nicht. Aber die Sicherheit, die Authentizität spielen auch hier eine enorme Rolle. Ja. Und die Interaktion, und die Interaktion ist natürlich sehr entscheidend. Absolut. Es gibt ja immer diese Frontbeschallung, gerade bei diesen Tausenden von Leuten. Das möchte ich natürlich eigentlich vermeiden, weil wenn ich da 1000 Zuhörer habe, möchte ich ja möglicherweise von den Feedback Ideen bekommen. Also auch da gibt es ja Methoden und Tools, wie man genau das ins Werk setzen kann. Und das ist alles erlernbar. Ja, genau. Jetzt bist du auch Dozent an der Akademie für Neue Medien und an der Akademie der Bayerischen Presse München.
Jetzt stehen ja oft Unternehmen im Fokus der Öffentlichkeit, gerade wenn es um Krisenkommunikation geht, bevorstehende Krisen oder Krisen, die dann auch wirklich eingetreten sind. Das bezieht sich ja schon lange nicht mehr auf TV und Print alleine, sondern Social Media. Innerhalb von Sekunden bekommst du da Feedback. Was sind denn für dich die Erfolgsfaktoren bei der Bewältigung von Krisen, sprich professionelles Krisenmanagement oder das Verhindern von Krisen? Ich gebe mal 3 Beispiele rein, wenn ich noch darf. Watzke, Tuchel, Köln, Modeste und das Dieselgate ganz aktuell in der Automobilindustrie. Ja gut, fangen wir hinten an, das ist natürlich das Thema Börse. Da wird gerade gemauert, da wird der eine oder der andere natürlich den schwarzen Peter zugeschoben. Das kann natürlich nicht sein, vor allen Dingen, wenn es eine so breite Öffentlichkeit direkt betrifft, weil sie die Autos der einzelnen Unternehmen fahren. Ja? Da muss halt eben auch, und das ist ja momentan auch der Vorwurf der Öffentlichkeit, mal offen kommuniziert werden. Ja? Und da muss ich natürlich auch, wenn ich PR-Mann bin, wenn ich Pressesprecher bin, meinen Vorstand irgendwo hinkriegen. Auf der anderen Seite, die 2 anderen Beispiele aus dem Fußballbereich, ja, ist es natürlich alles menschlich, da spielen sehr viel Eitelkeiten mit, aber auch da muss ich Öffentlichkeit schaffen, Transparenz, Offenheit und dann ganz klar mit der Öffentlichkeit auch fair umgehen. Das sind immer wieder die gleichen einfachen Grundsätze, die aber oft lustigerweise oder komischerweise vergessen werden. Ja. Letzte Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre dein Wunsch an die Unternehmerpersönlichkeiten, Führungskräfte in Deutschland? Also ich muss ganz klar sagen, ich würde mir mehr Kommunikation, mehr Offenheit wünschen. Klar die Stellung des Pressesprechers wünschen, aber auch, dass man sich selber mehr trainieren lässt. Ja? Ich sehe vielfach die Vorstände im Ausland. Ja? Da fängt es jetzt schon mit der englischen Sprache an. Ja, mein Gott, liebe deutschen Autobauer, ihr Vorstände, ihr steht in Detroit, ihr vertretet Riesenkonzerne, ihr vertretet die Deutschland AG und könnt keinen englischen Satz sprechen. Das wäre mir persönlich unangenehm, das wäre mir peinlich und das wird nach Deutschland übertragen. Da sagte ich, ja Leute, dann holt euch da einen Crashkurs. Am Geld kann es doch wohl nicht mangeln und an der Zeit vielfach auch nicht. Und es tut euch doch gut. Also da würde ich mir wünschen, Sie kommen mehr zu euch, lassen euch dementsprechend beraten und fühlen sich ja auch dann auch sicherer. Und das ist doch der Hauptpunkt. Mick, war ganz großes Vergnügen. Herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre.